Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es wieder am M4 GTS weiter. Ihr hattet ja gesehen, Innenraumfiltertausch, sind die beiden Fahrzeuge sehr ähnlich. M4 GTS und M2 Competition ist ja die gleiche Baureihe. Es gab aber Unterschiede bei den Schrauben. Heute mache ich jetzt zum ersten Mal selber einen Ölwechsel am M4 GTS. Mal gucken, was da anders ist. Zudem ist auch das Hinterachsöl fällig. Das ersetze ich und erneuere ich auch. Dann, was habe ich mir besorgt? Zum einen fahre ich auch wieder 5W40 ROP von Ravenol. Habe ich auch im M2 im Einsatz und den fahre ich auf der Rennstrecke. Das funktioniert sehr gut. Das werde ich jetzt auch hier nutzen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, wie viel reinging. Ich glaube, es waren irgendwie 5,5, 6 Liter irgendwie so. Blende ich euch dann ein, wenn ich es genau festgestellt habe, beziehungsweise ich werde nochmal nachschauen und dann blende ich euch das entsprechend ein, wie viel reinkommt. Ansonsten jetzt beim Befüllen werde ich erstmal die klassischen 4 Liter, die hier ins Kännchen passen, werde ich erstmal einfüllen, vielleicht sogar auch 5 Liter und dann mal starten und gucken, wo der Füllstand ist. Leider gibt es ja bei den Fahrzeugen aus der F-Serie keinen Ölpeilstab mehr, es ist nur noch digital das Messen. Deswegen ist der jetzt auch noch warm. Ich habe den jetzt hier warm abgestellt. Zum einen fließt dann das Öl besser runter oder raus aus der Ölwanne und zum anderen hoffentlich kriege ich dann schneller diesen Ölstand oder diese Ölstandsanzeige, denn die geht nur, wenn das Auto erkennt, der Motor ist warm, sonst geht das auch nicht. Wie gesagt, ein normaler Ölpeilstab wäre schön, aber habe ich nicht. Das zum Thema Öl. Für die Hinterachse nehme ich 75 W140 GL5. Das fahre ich auch im M2, habe ich auch gute Erfahrungen. Dann habe ich hier noch so von 55 Parts so einen Adapter für die Befüllung des Motoröls. Dann zum Lösen der Kappe am Ölfilter oder beziehungsweise zum Lösen des Ölfiltergehäuses. Da drin sitzt dann nachher ja der Ölfilter. Hier so einen entsprechenden Aufsatz von HZ. Zeige ich euch einmal am Fahrzeug. Das ist hier oben, seht ihr dann auch gleich im Zeitraffer, wird hier angesetzt. Kommt eben entsprechend eine Ratsche oben drauf und dann könnt ihr das hier lösen und später auch wieder mit Drehmoment festziehen. Kriegt 25 Newtonmeter, blende ich euch dann aber auch ein. Wichtig ist, das lösen wir jetzt zuerst und öffnen es auch, denn wenn oben offen ist und unten die Ablassschraube offen ist, dann läuft das Öl auch nochmal besser ab. Deswegen immer vorher öffnen, bevor ihr unten das Öl ablasst. Dann habe ich mir besorgt eine neue Ölablassschraube, in dem Fall sogar magnetisch. Auch die fahre ich im M2, habe ich auch gute Erfahrungen. Ist mit natürlich einem neuen Dichtring, ansonsten hätte ich auch Universaldichtringe da. Und für das Hinterachsdifferential habe ich mir auch neue Ablassschrauben und Einfüllschrauben bestellt. Die kenne ich, wie gesagt, auch schon vom M2, da habe ich das ja schon ein paar Mal gemacht. Ich gehe mal davon aus, ich habe die original über meine Win bestellt, die scheinen identisch zu sein. Und dafür brauchen wir entsprechend hier einen 14er Sechskant, um die nachher zu lösen. Und für die Ölablassschraube sollte es mit einem 13er funktionieren, zumindest für die neue, welche da als Original verbaut ist, sehen wir dann. Dann gibt es 2 Filter, die ihr meiner Meinung nach verwenden könnt, entweder aus dem Zubehör, den 8011Z oder eben Original BMW. Das ist dann die 1142 7854 445. Es funktionieren beide, sind auch baugleich, gibt es keinen Unterschied. Also beziehungsweise hier steht halt noch ein M-Logo drauf und BMW und hier ist halt einfach nur Mann aufgedruckt. Ansonsten hätte ich gesagt, gibt es keinen Unterschied. Habe auch schon beide im M2 gefahren, konnte keinen Unterschied feststellen. Und jetzt hätte ich gesagt, fangen wir mit dem Motoröl an. Wir lösen, wie gesagt, erst einmal oben den Ölfilter, nehmen den schon mal raus und dann wird unten abgelassen. Dafür packe ich euch jetzt in den Zeitraffer.
So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe unten schon Öl abgelassen oder lasse es gerade noch ab, deswegen hört ihr es vielleicht ein bisschen plätschern. Hier oben, wie gesagt, würde ich immer empfehlen, den Ölfilter zuerst zu wechseln und auszubauen und dann eben auch hier oben offen zu lassen, also den nicht gleich wieder reinschrauben, sondern das hier offen lassen. Dann kann eben entsprechend in Anführungszeichen ein Durchzug entstehen, dass wenn unten geöffnet ist und hier geöffnet ist, dann fließt es besser ab. Bedeutet, ihr müsst nicht so lange warten und ihr bekommt auch mehr Öl raus. Und wie gesagt, halt im Idealfall das Ganze bei warmem Motor machen. Dann sollte, wie gesagt, dieser digitale Ölmessprozess einfacher sein und auch das Öl besser ablaufen. Ansonsten habt ihr ja gesehen, habe ich die Dichtungsgummi am Ölfiltergehäuse entsprechend erneuert und dann auch mit ein wenig Restöl, was hier oben noch im Gehäuse drin ist, eingeölt, dass man es eben leichter zuschrauben kann. Ich lasse das jetzt so lange offen, bis unten das Abtropfgeräusch aufhört, also sprich bis unten kein Öl mehr rauskommt. Dann können wir den hier oben mit entsprechend 25, glaube ich, waren das immer Newtonmeter, genau, mit 25 Newtonmeter entsprechend wieder festziehen. Und dann können wir unten auch die neue Ölablassschraube einsetzen mit Magnet, einfach nur nochmal ein kleines bisschen zusätzliche Sicherheit. Und wir können entsprechend hierüber wieder Öl einfüllen. Jetzt schauen wir einmal unten, denn unten ist es doch ein bisschen anders als beim M2. So, hier haben wir jetzt die beiden Ölablassschrauben, einmal die ich einbauen werde und einmal die Originale. Die ich einbaue, hat wie gesagt eben nochmal zusätzlichen Magnet. Das sollte es leichter machen und die Originale hat das nicht. Ansonsten ist eben hier anders als beim M2, das noch so ein zusätzliches Plastikverkleidungsstück das Ganze hier abdeckt. Hier ist ja normalerweise eigentlich schon mehr oder weniger geschlossen, aber davor sitzt jetzt hier beim GTS eben nochmal so eine Plastikabdeckung, die man lösen muss, bevor man hier überhaupt an die Ölablassschraube rankommt. Ist also ein bisschen mehr Arbeit. Sind hier entsprechend relativ viele Schrauben, die ihr mit einer 8er Nuss lösen könnt. Und muss man natürlich auch wieder festschrauben. Die eine war tatsächlich sogar gar nicht ganz fest, also ganz gut, dass ich das jetzt kontrolliert habe. Ansonsten sieht das hier wirklich identisch aus zu meinem M2 Competition. Mir ist auch aufgefallen, als ich beim M2 Competition ja die Downpipe gewechselt habe, war mir ja beim Verbauen, hatte ich ja hier Probleme, das wieder zusammenzubekommen. Und das ist aber jetzt hier beim Original BMW-Auspuff oder sage ich mal werkseitigen Original eben auch so, dass da so ein leichter Knick drin ist. Ich versuche das mal noch ein bisschen besser für euch einzufangen. So, und zwar diese Stelle hier meine ich, da kommt ja, also werden ja der Abgasstrang, der nach hinten zum Fahrzeugheck geht, in diese Richtung, wird ja verbunden hier mit den beiden Downpipes, die von oben kommen. Und wie ihr sehen könnt, ist ja hier so eine entsprechende Dichtfläche, so eine Metalldichtung dazwischen oder halt auch so eine Versteifung, die die beiden entsprechend positioniert, also sowohl in dem Abstand zueinander wird mit diesem Blech gesteuert und eben auch, ja, wie gesagt, die Dichtfläche dazwischen. Und ich denke, man kann es hier erkennen. Da ist so ein leichter Knick. Ja? Und ich hatte erst gedacht, als ich bei meinem M2 mit dem Turboladertausch und dem Downpipe-Wechsel dann eben hier zugange war, dass das vielleicht ein Fehler ist von der Passgenauigkeit von der HJS-Downpipe oder ich irgendwas falsch gemacht habe oder so. Hier musste ich ja mit relativ viel Gewalt am M2, oder was heißt viel Gewalt, aber zumindest halt mit ein bisschen Krafteintrag, also mit einem Hebel. Ich habe dann hier ein Stemmeisen genommen und die auseinandergedrückt, die beiden Rohre, damit ich die eben positionieren kann. Und das sieht aber jetzt tatsächlich 1:1 so aus wie bei mir am M2. Also heißt, da habe ich nichts falsch gemacht. Also auch für euch, falls da jemand drüber stolpert, das ist eben ja komplett normal, weshalb auch immer. So, wir lassen es jetzt weiter abtropfen und dann, wie gesagt, kommt der Zeitraffer, wo ich hier entsprechend die Ölablassschraube dann noch fertig einsetze. Und es geht also für euch gleich weiter. Und dann auch, nachdem ich hier die Schraube reingesetzt habe, ziehen wir oben im Zeitraffer das Ölfiltergehäuse fest. Hier unten natürlich auch mit Drehmoment. Markiere das entsprechend, dass ich dann auch sicherstellen kann, dass sich da nichts löst. Und dann fülle ich neues Öl ein und wir machen an der Hinterachse bzw. am Differential weiter. So, ich habe jetzt 6 Liter Motoröl eingefüllt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Beim M2 ging 6,5 Liter rein. Ist natürlich immer ein bisschen davon abhängig, wie warm der Motor war und wie viel wirklich rauskommt. Hier hätte ich jetzt gesagt, denke ich, sollten wir eigentlich auch wieder bei 6,5 Liter landen. Ich habe jetzt mal, wie gesagt, 6 Liter eingefüllt. Werde jetzt den Motor starten und schaue, ob ich mal die Ölstandsmessung anbekomme oder ob ich da noch ein bisschen laufen lassen muss, den Motor, damit er noch wärmer wird. Und dann schauen wir einfach, was der Füllstand sagt. Jetzt natürlich ein bisschen laut, aber ja, es ist, wie ich vermutet habe, der Motor
Fahrzeug schon wieder zu kalt. Das heißt, wir müssen jetzt einmal warten, bis er warm genug ist und dann kann ich hier die Messung starten. Nochmal für alle, die es vielleicht nicht wissen, die Messung findet ihr, wenn ihr in eurem iDrive auf Menü geht und dann wählt ihr entsprechend bei den verschiedenen Menüs das Fahrzeug-Info-Menü aus, geht auf den Fahrzeugstatus, könnt dann hier Motorölstand sehen, aber auch Motorölstand messen. Dass der jetzt sagt Motorölstand okay, hätte ich gesagt, ist eher noch eine alte Information, deswegen will ich unbedingt einmal messen, denn das ist, wie gesagt, glaube ich, keine Live-Information, wie der Motorölstand ist. Schaue ich mal, ob es jetzt geht. Nee, geht immer noch nicht. Ich muss jetzt ein bisschen warten und dann starten wir einmal die Messung und gucken, was er sagt. So, jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt ist ihm auch der Motor warm genug. Jetzt schauen wir mal, ob ich noch was nachfüllen muss oder ob das mit den 6 Litern, die drin sind, jetzt reicht. Jetzt nicht wundern, er gibt automatisch ein bisschen Gas, das ist ganz normal. Und jetzt müssen wir einfach nur abwarten, bis er durch ist. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, wie gesagt, dass noch ein bisschen was fehlt, dass ich noch ein bisschen was nachkippen muss. Einfach aus der Erfahrung heraus, aber die Erfahrung habe ich ja jetzt nur mit dem M2 Competition, noch nicht mit dem F80 bzw. hier mit dem GTS. 60% geschafft. Wahnsinn, ne? Dieser Fortschritt, diese moderne Technik, wie viel schneller das ist als so ein Ölmessstab. Wahnsinn. Natürlich nur Satire, Freunde. Ölmessstab wäre viel geiler. Dieser Quatsch hier. Na, seht ihr? Minimum. Also kippe ich da nochmal einen halben Liter nach und dann schauen wir nochmal. So, jetzt habe ich nochmal einen halben Liter nachgegeben. Jetzt sind wir knapp unter Maximum. Das sieht sehr, sehr gut aus. So passt das. Und jetzt hätte ich gesagt, widmen wir uns dem Differential. Ansonsten, falls ihr euch dafür interessiert, wie ihr jetzt den Service-Merker, also sprich die Information, wann euer nächster Motorölstand oder euer nächster Motorölwechsel, besser gesagt, fällig ist, dann könnt ihr das eben entsprechend zurücksetzen hier im Fahrzeug. Und zwar, wenn ihr die Zündung einschaltet und dann hier über den Reset-Knopf arbeitet. Da habe ich ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch oben, da könnt ihr reinschauen, wie ihr das resettet. Oder ihr nehmt eben einen Tester, je nachdem, wie ihr möchtet. So, wie gesagt, Motorölstand passt jetzt knapp unter Maximum. Das ist eigentlich perfekt, hätte ich gesagt. Hier ist wieder alles fest. Unten habe ich ja die Schraube schon markiert. Ich mache jetzt in Stillarbeit hier die Verkleidung unten wieder dran. Ich putze das auch ein bisschen und dann geht es jetzt für euch gleich im Zeitraffer an der Hinterachse am Differential weiter. Denn wie gesagt, das möchte ich jetzt heute auch noch wechseln. Das kann man jetzt im Fahrzeug selber nicht resetten. Wie gesagt, den Motorölstand oder Bremse oder irgendwas kann man im Fahrzeug resetten. Habe ich jetzt fürs Öl auch gemacht. Für die Hinterachse geht das nicht. Aber da ist ja meine Erfahrung aus dem M2, würde ich spätestens alle 4 Jahre bei normalem Fahrbetrieb und auf der Rennstrecke bei meinem M2 mache ich es tatsächlich sogar nach jedem zweiten Einsatz auf der Rennstrecke, dass ich die Differentialflüssigkeit, also das Differentialöl, erneuere. So, jetzt habe ich das entsprechend beides gelöst. Also zuerst würde ich euch auch empfehlen, immer erst die Befüllschraube öffnen. Und wenn die dann schon sich nicht öffnen lässt oder beziehungsweise wenn ihr mit der Ablassschraube anfangt und dann die Befüllschraube nicht loskriegt, das ist jetzt unrealistisch bei dem Fahrzeug, aber generell würde ich euch immer empfehlen, erst die Befüllschraube zu öffnen und dann die Ablassschraube. Denn wenn ihr dann merkt, ihr kriegt die Ablassschraube nicht auf, ist es nicht schlimm. Dann könnt ihr hier entweder was raussaugen mit einer Spritze und neu befüllen oder einfach wieder zuschrauben und das dann an eine Werkstatt geben und die das probieren lassen. Deswegen würde ich immer mit der Befüllschraube anfangen und dann eben die Ablassschraube. Ansonsten, es gibt Leute, die mögen den Geruch nicht vom Differential oder auch vom Getriebeöl. Also ich finde den jetzt nicht schlimm. Erinnert mich immer so ein bisschen an meine Jugend. Als ich Kraftsport gemacht habe, da habe ich immer so Amino-Drinks zu mir genommen. Die waren furchtbar widerlich vom Geschmack, also richtig bitter. Und die haben genauso gerochen wie Differentialöl. Deswegen bin ich das so ein bisschen gewohnt. Und dann macht mir das nichts aus. Aber es gibt eben Leute, die mögen das nicht. Ja, für die ist dann vielleicht das nix hier mit dem Differentialwechsel. Wie gesagt, das riecht dann auch an den Händen. Wenn man es an den Händen hat, dann vielleicht lieber mit Handschuhen arbeiten oder die Tätigkeit dann halt von jemand anders ausführen lassen. Je nachdem. So, jetzt hätte ich gesagt, habe ich die
Ablass- und Befüllschrauben mir einmal angeguckt. Die sehen top aus. Die werde ich wiederverwenden. Da werde ich jetzt nichts Neues nehmen. Und fange jetzt an, entsprechend erst die untere, also die Ablassschraube wieder einzusetzen. Dann mache ich es ein bisschen sauber und dann befüllen wir. Das Befüllen ist immer ein bisschen nervig, weil man da aus der Flasche so drücken muss. Aber das wird schon gehen. Und jetzt hätte ich gesagt, schaue ich, dass ich einmal die Ablassschraube wieder an die Ablassstelle mache. Das sieht man daran, kann ich euch einmal zeigen. An der Ablassschraube ist eben deutlich mehr Abrieb vorhanden als an der Befüllschraube. Die Befüllschraube war sehr sauber. Die Ablassschraube hat da immer eben ein bisschen Verunreinigungen. Das ist auch aus meiner Erfahrung mit dem M2. Gut, den habe ich natürlich auch hart auf der Rennstrecke bewegt. Aber da habe ich ja sogar schon das Differential erneuert, weil das merkwürdige Geräusche gegeben hat. Seitdem sind die Geräusche weg. Kann jetzt aber rückblickend natürlich auch gegebenenfalls der ankündigende Turboladerschaden gewesen sein, denn ja, einige Zeit später hatte ich ja einen Turboladerschaden. Die Videos findet ihr alle auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne angucken. Verlinke ich auch nochmal oben. Wie gesagt, entweder war es das Diff oder halt doch eher ein ankündigender Turboladerschaden. Nichtsdestotrotz hat man ja auch jetzt hier gesehen, das war also von der reinen Flüssigkeit oder beziehungsweise vom Differentialöl, da war schon relativ viel Abrieb drin. Ihr seht das gleich, wenn ich das neue einfülle. Das ist eher so gelblich und hier war es schon so grau oder gräulich. Also da war schon Abrieb da, obwohl nur so wenig Kilometer drauf sind. Was wir jetzt eigentlich auch machen könnten, wenn wir das hier schon offen haben, dass ich einmal ein bisschen was reinlaufen lasse, also oben reingebe und dann unten gleich wieder rauskommt. Und jetzt könnt ihr sehen, ist halt die Farbe dann wirklich unterschiedlich. Und das ist halt ein bisschen blöd, muss man da halt hier so reinhalten und dann drücken. Also müsste man jetzt nicht machen, aber ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was durchgespült. Bezüglich der Befüllmenge ist es hier auch ganz leicht. Ihr füllt hier so lange rein, bis es wieder rausläuft. Und dann passt der Füllstand. So, und jetzt kommt der eklige Teil, das da rein zu drücken. So lange, bis es eben rausläuft. So, habe ich nochmal eine neue Flasche genommen. Dann muss ich nicht umfüllen. Mache ich dann off-camera. Jetzt nicht wundern, dass ich hier schon 3 Flaschen geöffnet habe. Man kriegt halt beim Zusammendrücken hier in dem Winkel das nicht komplett raus. Normalerweise geht da 1 Liter oder 1,5 rein. Aber wie gesagt, man muss es halt, wenn man mit diesen Flaschen da arbeitet, das halt auf mehrere Schritte machen, weil man, wie gesagt, da nicht alles rauskriegt und dann halt auch immer wieder umfüllen muss. Jetzt sieht es gut aus. So lange müsst ihr befüllen, bis da eben wieder ordentlich was rausgelaufen kommt. Dann habt ihr den richtigen Füllstand erreicht. Und jetzt können wir auch die Befüllschraube entsprechend wieder einsetzen. Da müsst ihr jetzt, also das bisschen, was da jetzt vielleicht zu viel drin ist völlig unproblematisch, hätte ich gesagt. Lieber ein bisschen zu viel Ölstand als zu wenig. Jetzt sehe ich natürlich nichts wegen der Kamera. Gucken, ob ich das Gewinde treffe. Fühlt sich nicht so an. Jetzt habe ich es getroffen. Ziehen wir das Ganze entsprechend fest. Ich weiß gar nicht, was die offizielle Angabe ist in Sachen Drehmoment. Ich gebe da jetzt 30 Newtonmeter drauf, mehr nicht. Beim Lösen war sicherlich mehr als 30 Newtonmeter drauf. Ab Werk oder je nachdem, vielleicht hat das schon mal einer gewechselt gehabt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich eine große Verlängerung nehmen. Meiner Meinung nach reichen da 30 Newtonmeter. Da ist ja keine Wahnsinnsbelastung auf den Schrauben.
Jetzt schaut euch das mal an. Könnt ihr euch noch erinnern, wo die Position vorher war von den beiden Strichen? Wahnsinn, oder? Und das überhaupt nicht geplant gewesen. Das ist vielleicht mit den 30 Newtonmeter gar keine schlechte Tendenz. Zumindest passen die Markierungen perfekt wieder auf die Stelle, wo sie vorher waren. Manchmal muss man auch einfach Glück haben. Jetzt machen wir das hier noch ein bisschen sauber. Kontrollieren nochmal. Ne, perfekt. Also ich denke, dadurch, dass die Markierungen jetzt wieder auf derselben Position sind, ist die Geschichte mit den 30 Newtonmeter nicht verkehrt. So, damit wären wir der Hinterachse auch durch. Jetzt baue ich die Kamera ab und dann schauen wir nochmal in den Motorraum. Da habe ich mir nämlich einen kleinen Marker gemacht. So, jetzt habt ihr gesehen, Motorölwechsel am M4 GTS. Einziger Unterschied ist unten, dass eben nochmal so eine Plastikverkleidung zusätzlich installiert ist, die ja, entweder hat das was mit Aerodynamik zu tun oder man wollte einfach dieses Alublech, was da unten unterhalb der Motorölwanne sitzt ja auch beim M2 Competition. Vielleicht wollte man das dort einfach ein bisschen mehr schützen hier beim GTS, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall den Ölwechsel habt ihr gesehen. Öl ging bei mir 6,5 Liter rein, genauso wie beim M2 Competition. Ölstand war dann knapp unter Maximum. Differentialöl haben wir gewechselt, habt ihr gesehen mit den beiden Ablassschrauben. Die waren auch noch top, deswegen habe ich die jetzt gar nicht erneuert. Also die eine Ablass- und die eine Befüllschraube. Und dann habe ich mir hier eben notiert, 9300 Kilometer, das hat er jetzt drauf. Dann aktuelles Datum, Motoröl und eben, dass auch der Ölfilter und das Hinterachsöl gewechselt wurde. Zusätzlich, wie gesagt, ich hatte es schon mal in einem Video erwähnt, habe ich so mein eigenes digitales System, wo ich diese ganzen Wartungssachen immer für mich abspeichere, damit ich auch weiß, wann ich was gemacht habe, wann wieder was fertig ist. Ja, und somit sind wir fürs heutige Video durch. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, am M4 GTS ist es eigentlich identisch zu den anderen F-Serie-Autos, die ich jetzt bisher gemacht habe. Kleiner Unterschied, wie gesagt, diese Abdeckung unten, ansonsten wirklich identisch. Und ich hoffe, wie immer, war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.